Mama hat das ohne Ofen gebacken. Heute zeige ich euch dieses zarte, saftige Brot, das ich ohne Ofen in der Pfanne gebacken habe. Ich habe hier als allererstes 280 Milliliter warmes Wasser und darin löse ich einen Teelöffel Trockenhefe auf. Einfach einfüllen und einrühren. Das stelle ich jetzt zur Seite und die Hefe kann sich in der Zwischenzeit aktivieren. Dann nehme ich mir eine große Schüssel. Hier habe ich 250 Gramm helles Weizenmehl, Typ 550. Und hier habe ich 250 Gramm Weizenmehl 1050. Das ist genau zwischen hellem Weizenmehl und Vollkornweizenmehl. Hier habe ich einen Teelöffel Salz und das verrühre ich erstmal. Meine Hefe hat sich jetzt aufgelöst. Ich rühre das noch einmal um und gebe das jetzt in einem Schwung auf das Mehl. Und einfach vermischen. So muss der Teig aussehen. Ihr seht, da klebt nichts mehr an den Händen. Der ist ziemlich fest. Ihr seht, wenn ich den Teig auseinanderziehe, dann reißt der förmlich, so trocken ist der. Und wenn er diese Konsistenz hat, ist er perfekt. Als nächstes forme ich mir eine Kugel. Ich nehme mir ein bisschen Öl auf die Hand und streiche den kompletten Teig damit ein. Und das ist ganz wichtig und gleich zeige ich euch warum. Ich nehme mir Frischhaltefolie und decke den Teig ab. Das stelle ich jetzt zur Seite, bis sich der Teig verdoppelt hat. Schaut mal, wie schön mein Teig jetzt aufgegangen ist. Den Teig schiebe ich einfach zusammen und nehme den aus der Schüssel. Und schaut mal, wie der Teig jetzt aussieht. Der Teig ist richtig elastisch, wie Kaugummi. Ich knete den Teig nicht noch einmal durch, ich falte den einfach nur und forme eine Kugel daraus. Dadurch, dass wir so wenig Wasser genommen haben, klebt der Teig nicht und wir brauchen auch kein weiteres Mehl. Jetzt brauchen wir nur noch eine beschichtete Pfanne. Die Pfanne sollte nicht zu niedrig sein und am besten einen hohen Deckel haben. Ich nehme meinen Teig und lege den in die kalte Pfanne. Deckel drauf und noch mal ungefähr 30 Minuten gehen lassen. Mein Teig ist in der Pfanne jetzt noch mal ein bisschen aufgegangen. Meine Herdplatte hat 9 Stufen. Ich backe das Brot auf Stufe 4,5 und ich lasse das Brot zwischen 50 und 60 Minuten in der Pfanne backen. Währenddessen lasse ich die ganze Zeit den Deckel drauf. 40 Minuten sind rum und es ist mir gerade ein bisschen zu viel Kondenswasser am Deckel. Das braucht noch. Das Brot war jetzt 55 Minuten drin. Das ist jetzt hier oben fast ganz durch und das drehe ich jetzt um. Deckel wieder drauf und für ungefähr 15 bis 20 Minuten zu Ende backen. Mein Brot ist fertig und das hole ich jetzt raus. Das Schöne an diesem Brot ist einfach, dass das hier oben so schön kross ist und an den Seiten so schön weich. Das liebe ich total. Ja, mega. Schaut euch das mal an. Und das erreicht ihr mit keinem Ofen. Könnt ihr das sehen, wie zart das von innen ist? Das Brot ist wirklich butterweich und man kann das gar nicht in Worten beschreiben, wie zart dieses Brot ist. Egal mit welchem Ofen und egal mit welchem Topf, das könnt ihr
mit nichts anderem einfach so hinbekommen wie mit der Pfanne. Oben dieses schöne Krosse, an der Seite das schöne Weiche. Das ist wirklich eins der besten Brote, das ich je gemacht habe. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie in den Kommentaren. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, für euch ist das ein Klick, für mich eine große Unterstützung.